Was bisher geschah. Für unsere Tour durch die Vogesen hatten wir nicht den direkten Weg gewählt, sondern wir wollten auch noch andere schöne Motorradregionen auf unserer Reise mitnehmen. Und so starteten wir unsere Tour im Sauerland und fuhren von dort durch die Eifel, vorbei am Laacher See und Monreal. Unsere erste Übernachtung machten wir in Lichtenborn, kurz vor der Grenze zu Luxemburg. Am nächsten Tag genossen wir die kurvigen Straßen und die schöne Landschaft Luxemburgs. Wir fuhren vorbei am Obersauer Stausee und besuchten die Burg Burscheid. Weiter ging es dann durch die Region Vianden. Unsere zweite Nacht verbrachten wir wieder auf der deutschen Seite, und zwar in Merzig. Und von hier aus geht die Tour am dritten Tag nach Frankreich. Von unserem Hotel, dem Holiday Inn Express in Merzig, setzten wir am dritten Tag unsere Reise Richtung Frankreich fort. Beim Bepacken der Motorräder planten wir aber noch einen spontanen kleinen Umweg mit ein. Der erste Stopp für diesen Tag sollte eine der Saarschleifen sein. Wir haben uns für den Aussichtspunkt in der Nähe von Serrig entschieden. Dort kann man an einem nicht so überlaufenden Platz die Aussicht genießen und eine kleine Pause machen. Dann ging es erstmal weiter. Aber einfach mal ohne Probleme durchfahren ist bei uns anscheinend nicht möglich. Ich sehe nichts mehr. Auf unserem Weg zur Grenze gab es immer wieder einige Baustellen, Umleitungen und Straßensperren. Und hier soll es weitergehen, sagte Lisa. Ja, das geht einfach geradeaus. Also an der Brücke ist auf jeden Fall markiert ein Wanderweg. Und irgendwann geht es dann wieder links, da kommt man dann wieder auf unsere Straße. Nee, hier ist kein Weg. Hier geht's auch nicht weiter. Schließlich kamen wir am frühen Nachmittag nach Hornbach. Nach einem Tankstopp und einer kleinen Pause überquerten wir dort endlich die Grenze nach Frankreich in die nördlichen Vogesen. Auch hier herrscht eher wenig Verkehr und die Straßen sind gut ausgebaut, aber aufgepasst, auch hier gibt es Tempolimits. Wir fuhren vorbei an Bitche. Die am Rande von Lothringen liegende Stadt mit ihren rund 5000 Einwohnern ist eingebettet in die Arme einer mächtigen Zitadelle. Die Verteidigungsanlage aus dem 12. Jahrhundert hat eine außergewöhnliche Geschichte durchlebt, die von Ereignissen geprägt ist. Aber die werden wir uns wohl beim nächsten Mal anschauen. Nach der Stadt Bitche wurden die Straßen wieder leerer und kurviger. Hier machten wir noch eine kurze Rast, mitten auf einem Truppenübungsplatz. Aber es war ja zum Glück gerade nichts los. Es wurde immer grüner und die Wälder wurden dichter. Um uns einen kleinen Überblick über diese Gegend zu verschaffen, fuhren wir tief in den Wald hinein auf den höchsten Punkt der Nordvogesen, dem Grand Wintersberg. Auf seinem 581 Meter hohen Gipfel steht ein Turm. Und wenn man sich auf der schmalen Treppe nach oben geschlängelt hat,
wird man hier mit einem Mega-Ausblick belohnt. Die Vogesen, früher auch Wasgauen, Wasgenwald oder Wasigenwald genannt, sind ein Mittelgebirge in Frankreich mit der höchsten Erhebung von 1424 Metern. Sie sind gemeinsam mit dem Pfälzerwald, der sich im Norden des Gebirges anschließt, Teil eines einheitlichen Mittelgebirgsraums mit einer Größe von etwa 8000 Quadratkilometern. Und der Name Vogesen leitet sich vermutlich von dem ursprünglich keltischen und später von den Römern übernommenen Berg- und Waldgott Vosegus, Vasagus oder Vosatius ab. Wir zogen weiter nach Philippsburg. Dort machten wir eine Pause bei Salé Falkenstein. Ein kleines, typisch elsässisches Lokal. Hier soll es gutes Essen zum fairen Preis geben. Für uns gab es hier nur was zu trinken, denn den Mittagstisch hatten wir knapp verpasst. Oh, da kommen schon die Getränke. Nach dem kühlen Getränk führte uns der Weg weiter durch die Nordvogesen. Hier genossen wir wieder die kurvigen Straßen und die schöne Landschaft. Immer wieder kamen wir auch durch die typisch urigen Orte im Elsass. Unser Ziel für diesen Tag war die Gemeinde La Petite Pierre, zu Deutsch Lützelstein. Als Unterkunft hatten wir uns hier eine Ferienwohnung gebucht. Das kleine urige Städtchen liegt am Fuße der Nordvogesen. Von hier hat man einen weiten Blick über die bewaldeten Berge. Die bunte Stadt ist sehr reizvoll, besonders durch die typische Bauweise der alten, teils mit Blumen geschmückten Fachwerkhäuser erhält sie einen besonderen und einladenden Charakter. Zu finden ist dort auch die Burg Lützelstein. Das einstige pfälzgräfische Schloss wurde 1205 von den Grafen von Lützelstein gegründet. Die Bergfestung von La Petite Pierre und deren befestigte Stadt wurde 1684 ausgebaut. Nach 1815 wurde die Festung wiederum ausgebaut und beherbergte danach bis 1870 eine französische Garnison. 1872 wurde die Festung geschlossen. Die Burg ist heute Verwaltungssitz des regionalen Naturparks, der von der UNESCO zum Weltbiosphärenreservat erklärt wurde. Nachdem wir uns in der Ferienwohnung eingerichtet hatten, machten wir uns auf Nahrungssuche. Nach einem kleinen Fußmarsch haben wir dann auch das passende Lokal gefunden. Au Coq Blanc. Ein empfehlenswertes, gemütliches Lokal mit freundlichen Gastgebern und gutem Essen. Danach ließen wir den Abend in dieser tollen Stimmung ausklingen. Am nächsten Morgen waren wir schon sehr früh auf den Beinen. An diesem Tag standen 230 Kilometer auf dem Plan und an einigen Sehenswürdigkeiten wollten wir uns etwas länger aufhalten. Also nutzten wir die frühen Morgenstunden und fuhren zunächst Richtung Grauftal. Faut pas arrêter car c'est la vie, on sait jamais alors respire les problèmes qui nous mènent nus, y en a toujours d'autres, on continue. Pour maintenant, on fait la fête en chantant. On fait la fête en chantant. Grauftal. Die größte Sehenswürdigkeit des Ortes sind die Felsenhäuser. Maison des Rochers. Das Dorf entstand im 12. Jahrhundert rund um die dortige Benediktinerabtei. Diverse in hohe Felsen gegrabene Höhlen dienten den Mönchen damals als Lager für Brennholz und Lebensmittel. Ab dem 18. Jahrhundert wurden sie dann als Wohnhäuser umgebaut. Zuletzt haben hier noch 3 Familien gewohnt.
Die Wagners, die Webers und die Ottermanns. Die letzte Bewohnerin, Katharina Ottermann, verstarb 1958. Seit 1984 stehen die Felsenhäuser unter Denkmalschutz. Wir zogen weiter durch die Wälder der Vogesen. Auch an diesem Tag gab es wieder tolle Straßen, Kurven und Sonnenschein für uns. Unser nächstes Ziel war der Rocher de Dabo. Der Rocher de Dabo bietet einen grandiosen Ausblick auf die weiten Wälder der Vogesen, der kleinen Ortschaft Dabo und das Lothringische Plateau. Der 664 Meter hohe Sandsteinfelsen ist eine einzigartige Sehenswürdigkeit. Im Mittelalter wurde er von der mächtigen Dagsburg bedeckt, die Sitz der legendären Grafschaft Dabo war. Ungefähr so muss es hier wohl damals ausgesehen haben. Die Burg wurde 1690 auf Befehl von Ludwig XIV. Zerstört, als die Grafschaft an Frankreich angeschlossen wurde. 1828 wurde auf dem Felsenplateau eine Kapelle zu Ehren des heilig gesprochenen Papstes Leo IX. Errichtet. Er war ein Kind des Landes. Da wir an diesem Tag schon sehr früh unterwegs waren, mussten wir erstmal unser Frühstück nachholen. Dazu fuhren wir zurück nach Dabo. Danach ging es weiter durch die dichten Wälder und leeren Straßen Lothringens. Unser nächster Stopp war der Lac de Pierre Percé. Der See von Pierre Percé ist mit einer Fläche von über 304 Hektar der größte künstlich angelegte See in Lothringen. Aufgrund seiner besonderen Form, die wie ein Ahornblatt aussieht, wird er auch Kleines Lothringer Kanada genannt. Hier haben wir uns aber nicht so lange aufgehalten. Wir fuhren weiter und fanden in dem urigen Ort Ranrupt ein kleines Bistro, was zu einer Porzellanmanufaktur gehört. Hier konnten wir der netten Bedienung, dem selbstgemachten Kuchen und dem leckeren Kaffee einfach nicht widerstehen. Das größte Highlight für diesen Tag haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben. Dazu fuhren wir nach Orschwiller im Elsass. Dort findet man sie dann. Die im 12. Jahrhundert erbaute Burg Hochkönigsburg. Mit über 500.000 Besuchern jährlich ist sie nicht nur die am meisten besuchte Burg der Region, sondern auch der am häufigsten frequentierte Touristenort in ganz Frankreich. Die Burg mit ihrer über 900 Jahre alten und imposanten Geschichte thront in knapp 800 Meter Höhe am Ostrand der Vogesen auf einem mächtigen Buntsandsteinfelsen. Sie ist eine der höchstgelegenen Burgen im Elsass. Und für eine Besichtigung der Burg sind 9 € fällig. Diese sind aber gut investiert und man bekommt einiges geboten. Über eine Zugbrücke gelangt man zu den vollständig eingerichteten Burggemächern sowie zu der mittelalterlichen Waffensammlung. Neben dem Bergfried, Türmen und dem Wohntrakt gibt es 2 weitere Etagen, auf denen man sich in eine längst vergangene Zeit zurückversetzen lassen kann. Trotz der großen Beliebtheit der Burg war die Besichtigung sehr entspannt. Kleiner Tipp, wir waren hier an einem Montag gegen 16 Uhr.
Und für die Besichtigung sollte man circa 2 Stunden einplanen. Und wenn du hier drüber gehst, ne, ich wüsste gar nicht, wo ist hier Anfang, wo ist Ende. Faszinierend, ne? Der Ausblick von hier oben reicht weit über die Rheinebene und auf mehrere benachbarte Burgruinen. Bei guter Sicht kann man im Süden die knapp 200 Kilometer entfernten und 4000 Meter hohen Berner Alpen sehen. Danach fuhren wir weiter nach Colmar. Dort steuerten wir unsere Unterkunft für diese Nacht an. Bei Bier und Burgern ließen wir den Tag Revue passieren und freuten uns auf das, was uns dann wohl morgen erwartet. Geht's los? Ja, Okay. geh weiter. So direkt auf einem Wheelie hier raus, ne? Exotique, pas logique, érotique, fantastique, une passion physique. Sex tapis, pas fragile, le garçon de ma ville, il est très viril. Toilette, cigarette, bicyclette, lots of sweat, je m'amuse sur la couette. Der 5. Tag unserer Reise führte uns durch den südlichen Teil der Vogesen. Wir starteten in Colmar und fuhren vorbei an Kaisersberg Richtung Col du Bonhomme. Mit 994 Metern geht es bei diesem Pass schon etwas höher hinaus. Tu sais, me plaire, vraiment, c'est clair, je t'adore. Wir fuhren durch das Skigebiet und Wintersportgebiet am Lac Blanc. In dieser Gegend wurde es immer nebliger, bis wir schließlich in den Nebel des Grauens kamen. Und wenn man sich unsere Gespräche so anhört, könnte man meinen, dass wir selbst auch ein bisschen vernebelt sind. Abenteuer, Leute, das wollen wir doch immer. Gut, dass ich so ein bisschen Karte habe, wo ich so ein bisschen gucken kann. Wir müssen auch rechts, ne? Achso, er hält für uns. Wir müssen rechts hier. Nein. Hier, Nein, ja, doch, nein, nein. Hier, runter. runter. Also da rechts hoch nicht. Also ich meinte nur hier rechts zu dem. Was? Ja, so rum. Wäre aber links, ne? Ja, da habe ich gerade nicht mit. Warum fahre ich vor? Hier sieht man nichts. Ja, warte, ich komme. Der Lac Blanc ist ein Gebirgssee aus der Eiszeit und liegt auf 1052 Metern. Er ist der größte natürliche See auf der Ostseite der Vogesen. Auch hier war das Wetter nicht so toll und wir wurden vom Nebel verfolgt. Deshalb konnten wir auch nicht so viel von der malerischen Berglandschaft sehen. Von hier aus fuhren wir weiter über die berühmte Route de Crête. Die Vogesen-Kammstraße, auch Route de Crête genannt, zählt zu den schönsten Höhenstraßen in Europa. Sie verläuft fast durchweg auf einer Höhe von 1200 Metern. Die Straßen sind gut ausgebaut und die Aussicht einzigartig. Die Route hat aber auch eine weniger schöne Seite. Sie führt vorbei an mehreren Schauplätzen des Ersten Weltkriegs, unter anderem dem Lingelkopf und dem Hartmannswillerkopf. Hier verlief die Frontlinie, die französische und deutsche Truppen voneinander trennten. Von Juli bis Oktober 1915 fanden hier blutige Kämpfe statt, die auf beiden Seiten viele Todesopfer forderten. Die gepflegten Gedenkstätten und Soldatenfriedhöfe lassen einen die Geschichte hautnah erleben. Die Vogesen-Kammstraße hat eine Länge von 77 Kilometern. Die Route führt über den Col du Bonhomme im Norden, den Col de la Schlucht, Hoheneck, Markstein, Grand Ballon und endet in Cernay. Vom höchsten Berg, dem Grand Ballon mit 1424 Metern, sieht man die elsässische Rheinebene und den Schwarzwald. Bei klarem Wetter kann man bis nach Österreich, Liechtenstein und zum Mont Blanc schauen.
I need to reach out and stop our world from spinning. Find a new beginning. Wir fuhren weiter Richtung Cernay und durch Mühlhausen. Später am Nachmittag überquerten wir wieder die Grenze nach Deutschland. Unser Ziel für diesen Tag war der Gasthof Hotel Hirschen in Salneck. Das schön gelegene Hotel im Schwarzwald können wir gerne weiterempfehlen. Die freundlichen Gastgeber, das gute Essen und die gemütlichen Zimmer machten es einfach, den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Und mal schauen, wie es morgen weitergeht.